Schelten, ein deutschsprachiges Berner Dorf, eingeklemmt zwischen den Kantonen Jura und Solothurn. Ein paar Häuser und Bauernhöfe über ein grosses Gebiet verstreut. Ein beschauliches Dörfli mit einer Besonderheit. Auf gerade mal 36 Einwohner kommen 2827 Leute auf der ganzen Welt, die Schelten als Heimatort haben. Erklärungen bringt das Protokoll von einer Gemeindeversammlung von 1913. Dort steht, dass ein Haufen ausländische Familien, die für eine Zeit in der Schweiz gearbeitet haben, die Schelten ihren Schweizer Pass kaufen können. Es hat sehr viele Bürger, die sich vor 1914, vor dem Ersten Weltkrieg, hier einbürgern haben. Und die sind später wieder auf die Gemeinde gekommen, schauen, wo sie, vor allem ihre Nachkommen, woher das sie, warum sie da Bürger sind. Für 300 Franken konnte eine ganze Familie den Pass haben. Mit dem Geld hat die Gemeinde die Armen im Dorf unterstützt. Das Prozedere, um den Pass zu bekommen, war einfach. Die Gemeindeversammlung hat dann entscheiden darüber, ob die Familie eingebürgert wird. Und weil es sehr schnell gegangen ist und verhältnismäßig auch darum sehr günstig war, haben sich viele Leute hier einbürgern lassen. Weil wahrscheinlich die Termine sind eng geworden. Der Erste Weltkrieg hat angefangen im August. Schelten ist nicht die einzige Gemeinde, wo man seinerzeit so einfach zum Schweizer Bürgerrecht gekommen ist. Genauso gemacht haben das beispielsweise auch die jurassischen Dörfer Bernavessin, Bonfol, Rostoch und Épicquerey, die damals noch wie Schelten zum Kanton Bern gehört haben. Der Hervé Devec ist Spezialist für die Geschichte der Weltkriege und weiss, es ist kein Zufall, dass die Einbürgerungen gerade vor dem Ersten Weltkrieg passiert sind. Es gibt eine einfache Erklärung. Ausländer, die dann gearbeitet haben in der Schweiz, also in einem Land im Frieden, haben so nicht ihr Leben müssen riskieren an der Front in den französischen oder deutschen Schützengräben. Jetzt, ein Jahrhundert später, hat die Gemeinde immer noch Kontakt zu einem Teil ihrer Heimatberechtigten, die irgendwo rund um den Globus leben. Nämlich zu den paar Dutzend Leuten, die sich ins Wahlregister eingetragen und bei eidgenössischen und kantonalen Vorlagen dürfen abstimmen. Alors, les conséquences, c'est qu'on doit leur envoyer les bulletins pour voter. Wir müssen ihnen das ganze Wahl- und Abstimmungsmaterial schicken. Für uns heisst das jedes Mal 350 Franken, die wir allein für Briefmarken ausgeben müssen. Stimmzettel, die dann auch nur selten ausgefüllt zurückkommen. Und weil mehr Stimmberechtigte im Ausland leben als im Dorf selber, hat Schelten häufig eine besonders schlechte Stimmbeteiligung.